Geht's dir auch manchmal so, dass du dein Leben total langweilig findest? Also mir ging's auf jeden Fall so und ich entschied mich dann, etwas dagegen zu unternehmen. So, normalerweise ist es ja so, man lebt und irgendwann sterben die Eltern und dann bekommt man alles, was sie hatten, also das Erbe. Aber sorry, das war mir zu doof. Ich wollte lieber alles jetzt gleich haben. Also ging ich eines Tages zu meinem Vater und sagte zu ihm: Papa, ich möchte das, was ich einmal erben werde, jetzt haben. Genau das sagt meine jüngste Tochter zu mir. Papa, ich möchte das, was mir zusteht, jetzt bekommen. Zuerst habe ich gedacht, ja, dir gebe ich, was dir zusteht. Aber sie ist meine Tochter und ich liebe sie. Also gab ich ihr das Geld und sagte ihr, dass, wenn sie glaubt, dass sie ein besseres Leben ohne mich führen kann, dann soll sie genau das tun. Das nächste, was ich hörte, war: Ich, tschüss und weg. Endlich hatte ich dieses langweilige Leben hinter mir und ich hatte wirklich was vor. Ich wollte viele Leute treffen, an viele Orte gehen und das Erste, was ich gemacht habe, war: Sie hat sich verlaufen. Ich liebe meine Tochter, aber sie ist definitiv kein Pfadfinder. Ich habe gehört, dass sie allein 4-mal nach dem Weg fragen musste, bevor sie überhaupt aus unserer Heimatstadt herauskam. Also das stimmt gar nicht. Das waren nicht 4-mal, sondern nur 3-mal. Und das eine Mal zählt auch nicht, weil ich den Typ überhaupt nicht verstanden habe. Der hat nur so rumgenuschelt und dann dachte ich, ja, danke schön. Und ja, ich kann keine Schilder lesen, weil eine gewisse Person mir nie beigebracht hat, nach Schildern zu laufen. Auf jeden Fall. Ich habe es aus der Stadt rausgeschafft und ich habe angefangen, das Leben wirklich zu leben. Ich hatte so viele Freunde, dass ich irgendwann gar nicht mehr alle ihre Namen wusste. Ich war in den angesagtesten Clubs. Meine Klamotten war das Neueste, was es überhaupt gab. Und die Männer oder Gentlemen, ich meine, was soll ich sagen? Die lagen ihr zu Füßen, aber sie waren definitiv keine Gentlemen. Was ich damit sagen wollte, das Leben war herrlich. Bis meine Tochter kein Geld mehr hatte. Und das genau dann, als die Wirtschaftskrise so richtig zuschlug. Man konnte nirgendwo mehr Arbeit finden. Ich hatte echt alles versucht. Aber irgendwann habe ich dann was gefunden. Ich konnte in einem Hotel wohnen und für mich wurde gezahlt. Mäp. Naja, es war ein Frauenhaus, aber das war echt toll. Bis sie rausgeschmissen wurde. Ja, aber dann war ich immerhin an der frischen Luft und konnte die Natur genießen. Frische Luft. Bei 2 Grad unter Null. Das war die Temperatur damals. Ja, es war nicht auszuhalten. Ich habe es gehasst. Jeden Abend musste ich mir einen neuen Ort zum Schlafen suchen. Manchmal konnte ich bei Leuten übernachten. Aber an anderen Tagen hatte ich nicht mal was zu essen. Ich habe dann vor lauter Hunger angefangen, im Supermarkt zu klauen. Aber dann haben sie mich erwischt und irgendwann hatte ich überall Hausverbot. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, über Zuhause nachzudenken und über das, was ich eigentlich alles verschenkt hatte. Und das war eine echte Qual. Tag für Tag für Tag. Für Tag. Tag für Tag stand ich am Fenster und wartete darauf, dass meine Tochter zu mir zurückkehren würde. Ich glaube, nur Eltern können diesen Schmerz verstehen, den man dabei spürt. Aber hör mir zu, ich habe sie nie, wirklich nie aufgegeben. Ich wusste, eines Tages würde es passieren. Eines Tages traf es mich wie ein Schlag. Eines Tages habe ich realisiert, dass selbst die einfachsten Arbeiter bei meinem Vater zu Hause ein besseres Leben hatten als ich. Sie hatten wenigstens was zu essen und ein Dach über dem Kopf. Und ich hatte weder noch. Also habe ich mich gefragt: Was ist, wenn sie nie wieder zurückkommt? Was ist, wenn ihr Stolz sie aufhält? Nein, ich werde sie wiedersehen. Wieder und wieder schossen mir Gedanken durch den Kopf, als ich mich auf den Weg zu meinem Vater machte. Ich werde... Eigentlich wusste ich nicht, was ich machen werde. Ich konnte ihn ja nicht um Almosen bitten und ich konnte auch nicht erwarten, dass er mich wieder als seine Tochter behandelt. Aber ich dachte, vielleicht könnte ich ihn fragen, ob er mich als Angestellte nehmen würde. Ich meine, vielleicht würde er das ja tun. Vielleicht. Vielleicht ist heute der Tag, an dem meine Tochter zurückkommt. Das sagte ich mir jeden einzelnen Morgen, wenn ich aufwachte. Vielleicht ist heute der Tag, an dem sie über den Hügel läuft, den man von unserem Haus aus sehen kann. Vielleicht kommt sie heute nach Hause. Zu Hause. Dieses Wort beinhaltet so viel. Das bedeutet Geborgenheit, Sicherheit, Liebe und Trost. Und ich konnte nicht glauben, dass ich jetzt nur noch wenige 100 Meter davon entfernt war. Es war ein schöner Tag. Ich saß auf der Veranda. Und dann
habe ich sie gesehen. Er stand von seinem Stuhl auf und schaute in meine Richtung. Er kniff die Augen zusammen, um mich besser zu sehen. Und auf einmal dachte ich, was ist, wenn er mich gar nicht zurückhaben will? Was ist, wenn ich dann vor ihm stehe und er sagt zu mir, ich hab's dir doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Ich hab's euch doch gesagt, ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's euch doch gesagt. Und viele von euch haben nur mit den Augen gerollt, wenn ich meine Tochter nur erwähnt habe. Aber ich wusste, dass sie eines Tages zurückkommen würde. Ich wusste es einfach. Ich wusste es einfach, dass es eine schlechte Idee war. Ich wusste, ich hätte nicht herkommen sollen. Also bin ich einfach stehen geblieben. Sie stand einfach da. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einfach so stehen bleiben. Also ist er gesprungen. Er ist wirklich von der Veranda runtergesprungen. Sowas habe ich ihn noch nie machen sehen. Und auf einmal habe ich verstanden, er ist total aus dem Häuschen wegen mir. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Ich bin gerannt. Mein Herz hat gerast. Ich musste einfach zu ihr. Ich habe ihn noch nie so schnell rennen sehen. Er hatte seine Arme weit ausgebreitet, so als wollte er sagen, willkommen zu Hause, willkommen zu Hause. Das rief ich die ganze Zeit, während ich auf sie zurannte. Ich wusste nicht, ob sie mich hört, also rief ich weiter und weiter. Alles, was ich wollte, war, sie in den Arm zu nehmen und hochzuheben, so wie ich es gemacht habe, als sie noch ein kleines Mädchen war. Damit sie weiß, dass alles gut werden würde. Als ich näher kam, sah ich, dass ihr Tränen über das Gesicht flossen. Er weinte. Freudentränen. Und wisst ihr, was meine Tochter dann gemacht hat? Ich bin gesprungen. Ich war dann einfach so aufgeregt und da bin ich einfach auf ihn zugesprungen. Und wisst ihr, was mein Papa dann gemacht hat? Ich bin nach hinten gefallen. Sie war inzwischen etwas größer und schwerer als früher. Und dann hat er mich in seine Arme genommen und hat mich so festgedrückt, wie das nur Papas machen können. Und ich konnte nicht aufhören, immer wieder zu sagen, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, ich bin es nicht wert, deine Tochter zu sein. Meine Tochter ist wieder da. Bringt ihr frische Sachen. Holt ihr was zu essen. Nein, wir machen ein Fest. Denn meine Tochter wird nicht mehr länger wie eine Waise leben. Denn alle meine Hoffnungen haben sich erfüllt. Ich glaube, es war Hoffnung. Hoffnung, die mich die ganzen Kilometer nach Hause durchgetragen hat. Hoffnung, dass mein Vater mich wieder aufnehmen würde und dass mir vergeben wird. Vergeben. Alles ist vergeben. Und ich werde es nie wieder auf den Tisch bringen. Das ist keine Scham, keine Verdammnis, denn meine Tochter war verloren und jetzt ist sie wiedergefunden worden.